machen wir weiter, oder? Wir sind jetzt bei einer alten Dame im Häuschen drin. Die haben wir noch nicht kennengelernt, aber beziehungsweise ich glaube, die haben wir schon kennengelernt, weil wir irgendeine Mission und Quest-Item gefunden haben. Es ist vollkommen normal, dass wenn ein Doktor in ein Haus kommt, übrigens erstmal alleine ins Schlafzimmer geht, die Schränke durchwühlt und die letzten Schillinge. Du bist eine Sau. It's locked. Du bist einfach eine Sau. Du bist eine Sau. So. Ich weiß. Die letzten Schillinge der alten Dame klauen wir natürlich und jetzt reden wir erst mit ihr. So, Dr. Tippett, what brings you back here? Bin ich Dr. I Tippett? heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Die ist nicht mehr ganz fit. Mesmerin Stufe 1. Oh, guck mal, die hat Kopfschmerzen. Ihr Leben in London. Und wir haben schon eine Sache herausgefunden. Wir quatschen erst mal mit ihr. Oh no, I don't gossip. That Schokobanane would be Riegel. most unbecoming of a lady such as myself. Will einer? Will einer? Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippett. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but Mal schnell was gucken. Filter? Nee, passt eigentlich. I do worry that he needs to start living his own Wenn ich es life. leiser, I would never say that to him, of course. Oh mein Gott. wenn ich es leiser mache, Alter, die wirft direkt so durch die ganze... breche ich ab und zu ab. Aber ihr hört sie nicht mehr. Wenn ich es lauter mache, hört ihr sie. Das ist mein Bestes. Das muss ich die Bitch aber erstmal sehen. So, keine Ahnung, was mit der... Was, Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? ich möchte nicht sagen, dass Jack tot ist. Möchte ich ihr nicht sagen. Jack takes good care of you, Miss Gillingham. He does indeed. My Jack is the best son a mother could ask for. Möchte ich ihr nicht sagen. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Thank you, sir. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippett? Please, for your charity. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. Medizin geben. Haben wir genug. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. So, dann erholt sie sich auch. Das sind nur 600 Punkte, also ist jetzt nicht viel. Dann gehen wir raus. Pupp. Hier sitzt auch jemand. Umfeld der Notunterkunft. Ich denke, da ist... Good evening. I'm Dr. Reed. Ja. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy.
Stufe 3, also 3000 Punkte. Ja gut, sie passt auf den Balken. Ihr Leben in London, quatsch mal einfach mal. Sie sind kein echter Geschäftsmann. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Er hat recht. Über die What Nachbarschaft. can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. Wieso wissen... Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Nusskai? Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Hmm? How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack, rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Warte mal kurz. Gerade ein bisschen instabil. Wieso springen wir über 6000 Kilobit nach oben? Ist doch limitiert. Warte mal kurz. Mhm. Ich bin den keine Ahnung, in der Werkstatt, Ist eigentlich limitiert. weil ich da schneller. Wir gucken Show einfach me mal, what- vielleicht hat er mal irgend... Ja. Are you certain you're not lost, sir? Nein. Good evening. There's no... Handeln. Show me what you Das have. kaufe ich, was lila ist. Blendende Buchwirbel. Natürlich kaufe ich das. Vampir-Fraktion und Skulls und eine Spieluhr. Okay. I know I've got some... So. Warte mal. Nein. Wo ist es? Eins davon. Und eine Spieluhr. Da ist nicht auch ein Brief drin. It'll strike your fancy. If not, I'll find you something. Da quatsche ich doch noch mal mit der Frau Gillingham, oder? Quatschen wir noch mal Good kurz mit evening, ihr. Miss Gillingham. May I come in? Of course, of course. So. Nicht gleich zwei Sachen über sie herausgefunden noch. Und zwar hier. Tell me, Enid, why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gillingham. You do not have to apologize for your condition. Of course I don't, Doctor. I've done nothing Ja, wrong. halber Herzinfarkt jetzt mal hier. What exactly are we talking about here? Okay. Da brauchen wir noch einen Hinweis. Aber ich habe gedacht, wir haben zwei Sachen rausgefunden. Goodbye, Miss.
Okay, egal. Wir gehen wieder raus. Ach, stopp mal, da ist auch noch was. Schaut aus wie ein Brief. Unvollendeter Brief. Rodney Grabber. Wer ist jetzt Rodney Grabber? Verloren? Sprich mit dem Mann, der sich in der Kanalisation... Der ist verloren, okay. Den werden wir schon finden. Es fehlen hier noch 2. Okay, die werden wir auch noch irgendwo finden, oder? Aber zuvor gucke ich mich jetzt hier erstmal noch um. Da ist eine Spieluhr von der... So. Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um hier. Grad. Ja, da gibt's was. Aluminium. So. Müsste nicht auch irgendwo mal eine Unterkunft noch sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist ewig keine Unterkunft in dem Gebiet. Der andere sind sogar 2 direkt nebeneinander. Gucken wir mal hier. Oh, nein. Ja, ist ja gut da unten. Beruhig dich. Ich loot noch hier alles leer. Ja, was ist hier? Da? Ja. Kein frisches Blut. Kein frisches Blut. Muss ich auf die Seite? Ja, also das ist definitiv kein frisches Blut. Also der ist so ein bisschen abgenagt auch schon. Mal gibt's. Ah, guck mal, das ist auch noch Münzen. Auch kein frisches Blut mehr. Da ist aber irgendwer oder was da unten? Aha. Ich habe... Ach, guck mal, hier bin ich wieder auf der Außenseite. Ja, gut. Ah, stopp, guck mal, da habe ich was gesehen. Zack. So. Nein. Wo geht's runter? Da. Da geht's runter und dann... Tschüpp. Tschüpp. Gehen wir mal daher. Ah, guck mal. Da ist die Unterkunft. Haben wir jetzt den Weg auch frei gemacht. War das nicht die... Ah, guck mal, das ist noch Umwehr. Aber da stand doch... Das eine war hier irgendwo einer rum. Dann habe ich sogar von außen gesehen. Und warum ist hier frisches Blut? Achso, wegen Sean Hampton, oder? So sehen die Kreuze aus. Und so sehen die überlebt. Na, da mal. Ah. Da ist auch ein Unterschlupf. Ja, Unterschlupf. So, gehen wir mal in die Werkbank. Ich mache zweimal Kopfschmerzen wieder. Definitiv mal so unsere Serum wieder. Aber das hatte echt ein bisschen gelitten. Und zerlegen können wir auch wieder ein bisschen was. So, nein. Geht nicht. Und nein, geht auch nicht. Und nein, geht auch nicht. Weil ich sehr überlege, ob ich hier vielleicht das Beil mache. Wir ziehen es einfach mal hoch. Blutpunkte oder Schocken? Die meisten Blutpunkte hole ich halt übers Beißen. Da wäre Schocken sinnvoller. Aber 3 Schockpunkte zu 28.
Verursacht mehr Schaden. Hier Ausdauerverbrauch. So 116,95. Ich glaube, ich bleibe bei der guten Säge trotzdem. Wegen den 5 Ausdauer. Und die ist schneller. Ich bleib dabei. Erstmal. Nö, mal gucken. Den, ja, kann ich alle nicht. Da brauche ich über so gute Teile. Keine Ahnung, wo ich die herbekomme. Achso, wir wollten ja eigentlich schlafen, wa? Aber bevor ich schlafe, würde ich gerne mal schauen, ob ich vielleicht irgendwas über... Oh, hier ist auch was. Bin ich jetzt nicht wieder in dem Haus, wo ich schon war? Nein, komm. Nee, hier war ich doch noch nicht. Hier habe ich mich raufgeschossen, genau. Und dann habe ich mich hier raufgeschossen. Dann schauen wir da trotzdem noch weiter. Hier geht es auch irgendwo runter. Ja. Da ist die Tür offen. Zack. Dass hier überall immer Geld rumliegt. Achso, jetzt bin ich da. Nö. Ich will nicht dahin. Ich will dahin. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Wo war denn jetzt die Notunterkunft? Ach da. Okay. Ich gucke mich erstmal um. Das ist verschlossen. Das ist off. Das ist nicht verschlossen. So. Wer bist du? Und ist da sonst noch wer? Bist denn nur du? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for me? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Okay. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? What the fuck is das? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Course I am. Fuck, you're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Mhm. Darf ich die direkt auslutschen? Bitte. Scheiß auf die 1000 Punkte, Alter. Geht die mir auf den Senkel. Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that question again. If you're still alive, I mean. Wir sind so oder so nicht, If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. Ich bekämpfe Armut. Sie haben keinen Schimmer, wer ich bin. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. No need to get all worked up. Direkt die Hose voll. Okay. Sie sind in der You Gewerkschaft. speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was. Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies.
Arbeitslos wegen Überzeugung, keine Hilfe von der Gewerkschaft. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, they thought I stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Neue Untersuchung, Kriegsbeute, gut. Ja, das machen wir schon. Guck mal, einmal ein bisschen böse geworden und schon. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Der geht's auch gut, gell? Die hat auch nichts. Da habe ich noch jemanden gehört. Ah, guck mal, da. Die macht sauber. Quatschen wir doch direkt mit ihr. Good evening, Miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Dir geht's auch gut. Könnte ich auch messmarieren. Ich könnte beide mitnehmen. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The sad saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place for me and my sister. Der What trostlose can you tell Heilige. me about the sad saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the sad saint of the East End. He gave me shelter, and he's not always sad. Über den What Teil der can you Stadt. tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself. Ich habe das Gefühl, der Filter macht gar nichts mehr. Das ist ja auch bei kleinen Sachen auslöst. So, irgendwie habe ich das Gefühl, der löst auch bei kleinen Better Sachen watch gerade your aus. back, Mr. Reed. Ah, schau mal, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung warum. Warte mal. Ich habe irgendwie meinen Filter zerschossen, ne? So, ich mach mal so. Ich muss halt ein bisschen drauf gucken, so. You really think I should go back to a safer place, Miss? No, I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those Ja, die White Boot bastards Boys sind nicht so worse than the schlimm. epidemic. Die kriegen wir weg. Also wirklich, die kriegen wir ganz gut weg. Which? Warte. Jetzt. Das Problem ist. Oh mein So. Ich mach's mal so. Vielleicht klappt so. Local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, Ja. the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Warum? Warum wird sich keiner trauen, hier was zu machen? What? Nein. Und da. Ich bin eins zu weit. Da brauchen wir überall Hinweise. Okay. Goodbye, Miss Paxton. Sie schauen in diesem Bereich. I know I promised you I'd make everything right, Mum. But it's not So. been that simple. Schauen wir mal. Gerade ein bisschen am Filter einstellen. Ich habe momentan deutlich mehr Stream und sie ja hinter mir auch ein bisschen Textzeit. Ja. Mal 500 Millisekunden Release. 25 Millisekunden. Textzeit für 25 Millisekunden. Machen wir es mal so. Wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen am Rumprobieren. This Seymour worries me. Sure.
gucken, was wir hier so ein bisschen finden. Vielleicht finden wir ja irgendwas, okay. Details, ja. Dann mach's halt nicht. Das ist verschlossen. Das ist verschlossen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Schauen entweder oben ist oder hier unten. Angesenkter Brief. Haben wir was über Lottie Paxton rausgefunden. Die können wir ja gleich nochmal anquatschen. Oder da drüben. Das würde gut in den Suchbereich passen. Wo ist Lottie? Lottie ist hier. Hey Lottie, ich habe mal hier was für dich. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. Ich schätze ihren Mut. I respect your courage, Miss Paxton. And I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. War gerade aus Versehen mit ihr ein bisschen geflattert. Goodbye, Miss Paxton. Tut mir leid. Das war nicht der Plan. Guck jetzt einfach hier rauf. Hier oben. Schaut aber irgendwie nicht so aus, als ob hier wirklich was ist. Schade. Aber ob wir jetzt da rumgucken und alles einsammeln oder ob wir rumschauen. So. Schauen, okay. Dann gehen wir jetzt runter in den unteren Bereich da. Hier ist die Treppe. Und hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Gar nichts. Einfach gar nichts. Ja, toll. Dann gehen wir in den Nebenraum da. Ist er da? Wieso habe ich hier das Gebiet gewechselt? Egal. Ist er hier? Hier ist er auch nicht. Wo ist der? Oh, wir haben was über hier haben wir was über Daisy raus. Ist der gerade einfach gespawnt oder was war das? Ich habe ihn gefunden auf jeden Fall. Wir haben uns beides ja verändert. It looks like we both have changed a lot. I must confess, it saddens me, Sean. Put your faith in the Lord, Doctor. He has a plan for all of us. We may not always see it, but he does. Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Fürchten Sie sich nicht vor sich selbst? Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Stoßt sie das heilige Symbol nicht ab? This is a blessing when God's own house and holy symbols repel you. If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood.
Why return here? This is my home. Ich spam gerade einfach. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Ist er ein hilfsbereiter Skal? Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain? Erinnern Sie noch an And William what Bishop? about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. Das muss ich auch. But have faith. My will is far stronger than his. So. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. Mhm. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Schlüssel zur Kanalisation? Ich habe I will Zweifel. not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. We'll have a talk when you've returned from the sewers, Dr. Reed. Hier ist irgendwo der Eingang. Wir haben halt über 5000 Punkte. Hier sind alle safe. Hier sind alle safe. Hier sind alle safe bis auf er. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt halt raus. Gehen in den Unterschlupf. Und verteilen unsere 5000 Punkte. Punkte sind halt echt viel Punkte. So. Passive Fähigkeiten. Die Frage. Das sind 1000 Punkte hier. Nochmal 250 Gesundheit mehr. Ich glaube, die brauchen wir. So, Durchhaltevermögen, Ausdauer. Ausdauer ist auch so eine Sache, die macht mir immer ein paar Probleme. Erhöhen wir auch nochmal. Blutkapazität nicht unbedingt, aber Blutaufnahme auf jeden Fall. 600 Punkte. Durch den Biss. Und der Biss soll definitiv stärker werden. Ich verwende den halt sehr oft. Schnellere Regeneration. Und die Krallen. Oh, da habe ich nicht mehr genug. Da habe ich nicht mehr genug. Regeneration. Dann mache ich den Biss noch mal stärker. Und dann gehen wir definitiv das nächste Mal hier auf die Krallen, dass wir die mal höher kriegen. So, bestätigen. So, aktualisieren wir mal die Gebiete. Und schauen mal. Wieso ist das Gebiet runtergegangen? Hier ist jetzt alles safe. Bis auf er ist verloren. Ah, der ist jetzt ganz weg. Der ist nicht mehr vermöst, der ist verloren.
Ah, deswegen ist das Gebiet runtergegangen. Scheiße. Ich hätte den erst holen müssen. Gereinigt 100%. Die Händler haben da die 100% gereinigt. Safe. Also ein Händler, der geändert haben. Ja. Und waren in Pembroke. Das ist gut. Und das ist runtergegangen, weil er eine Erkältung gekriegt hat. Um 1% nur. Gut. Und sie jetzt final ist. Ne, doch, ist 1% runtergegangen, weil der eine Erkältung gekriegt hat. Und hier hat sich sowieso nichts verändert. Okay. Das ist safe. Hier, gereinigt. Das ist gut. 100%. Das werden wir nicht mehr auf 100% kriegen, weil der verloren ist. Der ist weg. Da habe ich nicht dran gedacht. Das ist jetzt der zweite, den wir verlieren. Und der hat viele Punkte gebracht. Denke ich. Pass auf, wenn wir jetzt auf die Karte gehen. Verloren. Entweder ist er... Nee, der ist noch verloren. Der zählt nicht als vermisst, oder? Vermisst und verloren? Der ist verloren, genau. Vermisst war sie hier. Sie war vermisst. Bis ich sie denke. Und hier haben die Händler neue Waren. Das ist gut. Witwe in Nöten. Untersuchung aktualisiert. So, wir gehen raus. Und wir sollen hier runter. Ja, gehen wir doch da runter. Da sie sind auch respawned. So, dann gehen wir in das Gebiet. Hier runter, unterirdisch. Sind jetzt nur Level 16 geworden. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass wir nur Level 16 geworden sind. Aber okay. Die sind alle wieder da, hä? Ja, und der da drüben ist wieder da, der ist wieder da. Genau so ist es eigentlich, wenn man schläft. Deswegen hat es mich verwundert. Wie viel Schaden macht unser Biss jetzt? 200, okay. 200 ist okay. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Ja, der hat immer mal volle Knisse mit. Hier sollte das Haus von Giselle Paxton sein, das könnten wir auch mal gucken. Schnell. So. Warte, da kann ich mal kurz gucken. Wenn der das schon sagt, hier Paxton. Ja gut, der ist... Giselle's stolen money. Ach so. Everyone has Hab ich schon. Okay. unethical ways of financing their war. Ne, der Zugang zur Kanalisation, das müsste hier sein. Ich denke, der wird unter mir sein. Ja, der Biss macht jetzt auch schon Blutschaden, muss ich schon sagen. Muss man schon wirklich sagen. Au. So. Bam. So, bam. Jetzt auch schmecken die Kollegen jetzt hier so, zack. Und wir heilen jetzt ein bisschen. Nach und nach durch den Biss. Ich würde sagen, ja, hier. Kanalisationseingang.
Und die Münzen für die Giselle Paxton haben wir auch. Wir machen jetzt noch, denke ich, die Kanalisation durch. Und dann machen wir auch schon Schluss für, würde ich sagen, machen wir auch langsam Schluss für heute, oder? Entscheide, wie du mit dieser das Geld und belüge Giselle. Nö, wir geben ihr das Geld. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt Kohle, muss ich ehrlich sagen. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Geld. Wir haben so fucking viel Kohle. Da komme ich nicht durch. That doesn't work. So that's it. These wheels control the water level. Mhm. Wenn ich da jetzt zumache, geht das Wasser hier weiter runter. Dann komme ich hier rum. Hier komme ich nicht hin, weil ich da lang muss. Muss ich da unten? Warte mal, wenn ich hier aufmache, kann ich mich doch hier rüberschießen, so wie es ausschaut, oder? Genau. Dann kann ich hier die Fässer kaputt machen. That gate should shut properly now. War jetzt nicht unbedingt so ein schwieriges Rätsel. Aber hey. Jetzt machen wir hierzu. Und hierzu. Nehmen die 5 Schillinge hier mit. Und gehen hier runter, oder? Genau. Und hier ist eine Kiste. Hä? Was ist auf der anderen Seite dann, hä? Dann gehen wir da runter. Na, guck mal, dann können wir hier durchgehen. Aber hier geht das Tor nicht auf. Ach so, warte. Da war dann noch das Kontrollpult hier. Jetzt halt aber. Mal so rein theoretisch die Frage, wenn ich jetzt hier das Wasser wieder hoch mache, müsste es nicht da durchlaufen? Okay. Hier war was. Frisches Blut. Ganz frisch. Die zwei hier nicht. Ganz auch frisches Blut. Ja. Ein bisschen, hä? Irgendwer schießt sich darum. Haben wir nicht gerade da gesehen. Irgendein Vampir. Und warum ist hier ein lebender Blutvorrat so? Nach solchen Rumschießereien. Da komme ich nicht durch. Da springen wir natürlich runter. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn.
or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Ah, ich habe überhaupt keinen Bock. You dare challenge the dictates of Ascalon? Alter. Aber wo schießt denn du ab und zu hin? Oh, du fucking... Whence you vanished, slaughtering skulls while singing your name. Neck shall snap, hair's brittle bones newborn. Power you cannot comprehend. Foolish Ekon. Nein, fuck, das geht vorbei. You found your death in me. Your blood is now mine. Oh mein Gott, was? Return to your apology. Nein, fuck, der ging wieder vorbei. So, komm. I shall crush you. Down, stay down. Nein, 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 ich häng. Da war ich mal kurz ein bisschen konzentriert. Hat sich meine Zigarette aber selber geraucht. Da war ich mal kurz ein Fitzelchen konzentriert. Wir haben halt einfach schon wieder Punkte. So. Wo ist eigentlich der hier zum Retten? Bin ich da schon vorbeigelaufen? At least one skull escaped Fergal's wrath. Irgendwie das Gefühl, ich bin dann eben schon vor an dem.
Beigelaufen. Irgendwie. Geht's hier weiter? Hier geht's weiter, aber ich glaube, ich schieße mich erstmal hier hoch. Also so ein bisschen in die Richtung, wo der andere da wäre. Denke ich zumindest. Dass wir den retten können. How could he have made it this far? There's blood everywhere. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us vampires. Ich muss mich da unten in der Kanalisation weiter umschauen. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget, and this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon, but I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Scout. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. So is it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Kann man ihm Sean trauen? is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am Old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Also ich kann mit Old Bridget nicht mehr reden. Hier sind... Old Bridget? Hier sind einige. Die weinen hier alle gefühlt nur. Eternal gratitude for your protection, Master. Ja, bitte. Old Bridget says you are one to trust. Okay. Hat sie das? Mir kann man trauen? Ich weiß ja nicht. Aber hier weinen sehr viele. Okay, das hatten wir schon. Ich gucke mich um. Natürlich gucke ich mich um. Hier gibt es bestimmt was. Wie das hier. Vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Hinweis auf irgendwas. Eine Kanalisation. We're
at your mercy. Will you end us? Wo geht's hier hin? Wir haben halt immer noch jemanden, den wir retten müssten. Oh, okay. Ich wollte eigentlich nicht zurück. Wir müssen immer noch nach jemandem gucken, den wir hier vielleicht mal retten könnten. Ich wollte eigentlich nicht zurück, aber ich gucke mal, wo wir hier hinkommen. Wo wir hier rauskommen. Oder so. Oder irgendeinen anderen Weg finden oder so. Keine Ahnung. Weil wir sind ja jetzt hier. Wir sind hier. It's locked, all right. Wir sind hier. Hier sind viele Leichen. John Hampton. Er isst Fleisch. So viel dazu. Dann würde ich jetzt aber Schluss machen. Wir sind jetzt erstmal mit der Kanalisation, ich sag mal, die Old Harriet und sowas erkunden wir noch. Den Bürger, oder? Holen wir den noch? Was sagt ihr? Schon spät? Es wird schon spät. Anführungszeichen. Old Harriet. Okay, also das war so ein Ausgang. Unbekannt. Wenn ich jetzt mit dem hier quatsche, ist er dann immer noch unbekannt? Ja. Ah, hier Harriet Jones. Neues Sammelobjekt. Gefühl, das einzige gab es hier so ein bisschen, bis auf so ein paar Mitleidskisten. Hello, Harriet. You recognize me? Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions I need to ask you, Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Wie fühlen Sie sich? How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Ja, du bist ja gefühlt das Böse in Person. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. Will you respect old Bridget's wishes?
Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? Wir sind beide We untot. are not dead, Harriet. Death no longer pertains to us. We are different. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses Was ist denn through mit dem I rechten know Arm you eigentlich fled the passiert? hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill Kriegen wir jetzt das auf? anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Okay, also sie hat einen getötet. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord. I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness, quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. 28. Das Gemeine ist 28 Meter in die Richtung hier. In die hier. Die. Das heißt, es muss doch irgendwie hier in der Nähe sein. Oh Gott, hast du mich erschreckt. Have you found the answers you were looking for, young Ekon? There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. Kaum hier leben. Why do you live here? Amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen. The Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skulls I've encountered. True. I'm not like most Skulls.
Hm? You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Das machen wir nicht. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. Du machst eine Liste, wie oft wir uns gestritten haben, also was Positives. Ja, also, keine Ahnung. Ist die Liste mit wenig You believe it to be stronger than your own? Du kannst den ersten Monat, wo du hier eingezogen bist. Nee, ab heute. Ab heute? Warte mal. Warte. Jetzt brauche ich aber eine Definitionssache von Streit. Wir schlagen uns die Köpfe, aber nicht wortwörtlich. Zweimal. Ich habe 2 Narben davon getragen, ja. Ja, ich habe mir den Oberschenkel aufgeschlitzt, davon sieht man auch nichts mehr. Damals. Mal so Fun Fact, kennt ihr so stabile Umzugskartons mit so versteiften Boden, die nicht einfach reißen? Ja, ich habe mit dem Teppichmesser klein geschnitten nach meinem Umzug hierher. Dann habe ich eine neue Klinge rein. Auf einmal ist sie wie Butter durchgegangen. Aber halt auch durch die Jeans und durch meinen Oberschenkel. Ja. Ja, warte, stopp. Komm mal her noch. Du fängst... Okay, die Runde fängt an. Dann mache ich jetzt auch weiter. I thank you for your time, madam. I must go back to Shaunhampton now. Wir gehen gleich zu Shaunhampton. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Nein. Thank you. Ich weiß, da will ich gerade nicht hin. Nicht zur Tür zu machen. Da ist noch jemand, den ich retten muss, denke ich. Oder vielleicht ist er auch da. Warte mal, vielleicht ist er auch da. Der ist da. Der ist einfach da. Okay, hey, warum bist du hier unten? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Sie können sich nicht ewig verstecken. Sie sind kein kaltblütiger Mörder. Whatever you've done, you can't spend the rest of your life hiding here. I just wanted to teach him a lesson. Not kill him. I'm not responsible for a murder if I didn't want to commit it. It was an accident. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Wir haben direkt erstmal 2 Sachen, aber das müssen wir in 3. Das ging schneller als erwartet tatsächlich. Ich gedacht, das wird noch ein bisschen dauern, den zu bequatschen. Aber wo geht's hier hin?
Einfach nur so die Frage, wo geht's hier hin? It's locked. Zu einer verschlossenen Tür. Ah, guck mal, das war die wir anfangs gesehen haben. Aber jetzt haben wir den auch gerettet. Wir haben schon wieder 2000 Punkte, fast 2000 Punkte. Leider nicht komplett 2000 Punkte. Und wir gehen jetzt zu Sean Hampton. Der war ja hier den Pfeilen folgen. Hier drüben. Warte mal. Da ist eine Unterkunft. Hier, guck mal. Hallo. So. Unterschlupf verfügbar. Gewöhnliche... Scheiße! Alter! Sag mal, habe ich dir was getan oder warum gibst du mir heute ständig einen Herzinfarkt? Was? Habe ich dir was getan oder warum gibst du mir einen ständigen Herzinfarkt heute? Guck mal, kräftige Blutprobe kann ich jetzt auch analysieren. Einfach machen. Also Ausdauer braucht man nicht, Ausdauerserum. Ah, immer noch keine Teile, Alter. Hierfür brauchen wir überall die Teile. So. Dann gehen wir jetzt aber wirklich dorthin. Vielleicht kriegen wir die 2000 Punkte für die Krallen mal noch. Weil aktuell geht's denen ja allen ganz gut. So, der Shortcut. Den haben wir ja schon frei gemacht. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir gar nicht. Gar nicht. Notunterkunft und stelle ihn zur Rede. So, vor allem das hier ist... Ja, jetzt kann ich da auch die Tür aufmachen. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? Die beschützen Sterbliche und Skulls. Sie sind ganz schön mutig. Sie verbergen ihre Absichten gut. This shelter is the tip of the iceberg. You hide your game well, I'll give you that. We are God's children, Dr. Reed. One and all. And he's determined to save us. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? For the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skull now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? The wealthiest family in London?
Have they a clue as to what goes on here? Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Ja, aber jetzt nicht mehr. Aber wie lange willst du denn reinschmeißen? Warum? Kannst du auch einfach so sauber machen. Dann tust du ins Ultraschall bei Nein. Wer ist Who old is Bridget? this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Darf ich mal... Ich hab irgendwie, weil es auch hier steht, Harriet ist so hasserfüllt. Irgendwie, einmal hat die den übelsten Namen auf der einen Seite. Irgendwie die Befürchtung, das ist mit ihr nicht gut. Mit der Old Harriet. Da ist irgendwas, habe ich da ein schlechtes Gefühl. Bei ihm wusste ich, irgendwas hat er zum Verbergen. Also sein Keller da unten mit den ganzen Leichen. Aber Harriet habe ich so ein richtig ungutes Gefühl, da wird irgendwas passieren. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. Huh? She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Scals, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Du opferst dabei 500 EP. Ich werde sie mit meinem Blut heilen. Ich traue ihnen nicht, verschonen. Oh, das ist wieder so eine Entscheidung. Boah. Was mache ich? Die haben ja schon einmal falsch gelegen. I believe you, Sean. In fact, I envy the peace you found and will remember it. There is love and compassion in your heart. You only need to give it wings. Thank you for your kind words, Sean. Continue your noble efforts. You are a good man in bad times. Keep to the light, my friend. Like all my flock, you have a home here.
anytime you're in the neighborhood. Warnstufe erhöht. Dieser Bezirk wird bald durch deine Konsequenzen leiden. Warum? Hätte ich ihn vielleicht doch heilen sollen? Nicht, dass der jetzt hier halt andere aussaugt. Aber ich werde definitiv mal schlafen, um die Kralle zu verbessern. Die 2000 Punkte, weil die haben wir jetzt. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Mit ihr muss ich reden. Ich habe die Diebe identifiziert. I've identified the men who stole from you. You were right. They were members of some self-proclaimed militia. I knew it! Did you find the money too? Yes, here it is. They thought they could finance their activities with it. I never thought a man like you would be kind enough to... I misjudged you. Badly. Well, thank you, sir. Will you give the money back to your comrades, then? Fuck those bastards who fired me. I'll give the money to Miss Gillingham. Her son Jack was a friend of mine. He was killed recently. Mhm. I know you were friends with Miss Gillingham's son, Jack. Tell me about his death. Jack's murder has been a shock to the neighborhood. A sign that the situation is now out of control. Why is that? There has always been tension between the Wet Boot Boys and members of the trade union. But a murder? That's a first. Ich hätte ihn heilen sollen, denke ich. Ich hätte ihn heilen sollen. Who killed him? No one will ever know. One thing is certain. While Jack was alive, I had one less reason to drink. Wir hätten ihn töten sollen. I wish I had found the heilen time sollen. and words to tell him how Das bereue important ich he jetzt. was to me before it was too late. Another failure for Giselle Paxton. Ich habe die Befürchtung, der dreht jetzt durch. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Well... Ich hätte ihn heilen sollen mit meinem Blut. Again, Mr. Reed. Definitiv. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work Denke when ich. I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No. A woman's... Of course. Oh, It was Entschuldigung. terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. Du schon Good wieder. evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, Da ist er. can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? You've never faced, let alone killed, a vampire Ichabod. You're a fraud. No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Stop fooling yourself. You've never faced a vampire before. You wouldn't stand a chance. Well, that's not true, sir. I've already faced one of these creatures. Oh, really? And you're still alive. Well, we did not actually fight. I let it go. What do you mean? I entered the vampire's den. Hört mal kurz. Jetzt ist er wieder da. Ich habe gerade voll die Lecks. Ist wieder da? Geht wieder? Geht wieder.
stench was terrible. I was ready to kill it. But then I saw it. Just a suffering soul like you and me. I spared her. Her? Tell me about the vampire you spared. It was... She was a girl. Her body was a mess. I could see pus running from the deep wound. She was crying in pain. You cared about her. That's what defines us as human, Ichabod. Yes, but she was a truly evil creature. I'm haunted by the tragedies she caused ever since I spared her. Mhm. Did you see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Ja, wer ist das? Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Ich war's nicht. Goodbye. And... Ich war's nicht. Er hat was in den Händen. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. "29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's Street. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Hier drüben. Wir haben 2600 Punkte. Ich hätte es riskieren können, ihn mit 500 Punkten von mir zu heilen. So. Da war der Safe. Wir gehen hier rauf. Und ich mache so, wie ich es gerade gesagt habe. Wir gucken mal nochmal die Werkbank. Haben eigentlich alle so ein bisschen... Oh, das können wir mal machen hier gegen Migräne. Nichts zum Verbessern. Aber... denen geht's gut. Hier ist alles safe. Egal, was mit ihm passiert. Wenn wir Pech haben, verlieren wir Punkte. Wieder 5000 Stück. Das ist das zweite Mal, wo wir dann 5000 Punkte verlieren, was natürlich nicht geil wäre. Die Krallen will ich definitiv stärker machen. Ja. So. Blutausbeute, der Schnitt. Mit jedem Treffer auch Blut aufnimmst. Das wäre ganz geil, weil dann kannst du es nochmal einsetzen. Schockschaden wäre auch ganz geil, weil dann könnte man direkt zubeißen. So, warte mal, Abklingzeit 1,5, 1 Sekunde, 0,5 Sekunden, okay. Hier bleibt es bei 2 Sekunden, aber die Kosten gehen ein bisschen runter. Ne, die gehen sogar rauf. Die Kosten gehen nach oben, aber ich schocke. Aber 10 Schock ist halt nicht viel. Da gehe ich dann lieber hier oben hin auf die Blutausbeute. Dann kann ich eher nochmal hinhauen. Also hauptsächlich geht es mir eh. Warte mal, hier unten ist mehr Schaden, 720 und hier oben nur 450. Aber dafür kannst du halt öfter machen. Geht halt der Cooldown runter, so. Aber lieber nehme ich doch den mehr Schaden. Scheiß auf die 5 Kosten. Ja, aber auch einen Cooldown von 2 Sekunden. Platz 3.
Und dann nehme ich hier den höheren Schaden. Ja. Mache ich das so, dann gehe ich aufs untere. Ich glaube 600 Punkte haben wir noch. Guck mal, die setzen wir jetzt einfach da rein. Und nee. Kann ich noch irgendwas 600 Punkte direkt verschmeißen? 1500. 900. 600 hier. Machen wir hier noch die 600 rein. Dann haben wir genau 10 Punkte über. Haben wir genau 10 Punkte über. Was bedeutet Unsterblichkeit? In der Geschichte eingehen. In die Geschichte eingehen. Kinder, das Andenken von ihnen bewahrt werden. Sich einen Platz in himmlischen Haie. Schon Gründer des Konferenzen hat dazu folgende Meinung. Die Ewigkeit kommt zu jenen, die das Göttliche an sich tragen. Er ist aufgrund seiner beispiellosen Empathie und seines Erbarmens auch als der trostlose Heilige bekannt. Und hat mit seiner Notunterkunft einen Zufluchtsort für verlorene Seelen geschaffen. Er versorgt die Armen mit Essen und gibt ihnen einen Platz zum Schlafen. Dennoch ist die Notunterkunft seit nun einigen Tagen geschlossen und seiner letzten öffentlichen Reden klang sehr kultartig. Kultiger Ton, wenn man mit unter Häresie kommt, Glauben versteht. Oh. Vermisst. Oh fuck. Wow, wieso sind da so gleich so viele krank geworden, Alter? Wow. Okay, hier, denen geht's allen gut. Die werden auch vermisst? Nein. Nein. Er auch? Das sind fucking viele 1000 Punkte, die ich gerade geopfert habe. Die sind alle krank geworden. Kein Thema. Oh, fuck. Nein. Wieso sind die alle vermisst? Oh. Warum er hier? Ist doch kacke. Lottie und Giselle Paxton, Sean Hampton und Dyson Delany. Oh, fuck. Ich hab den Verdacht, ich hab so richtig ordentlich verkackt. Hier, Ereignis. Ereignis, Ereignis. Ereignis. Ereignis, Ereignis. Oh, fuck. Oh, das Gebiet hat ja richtig gelitten. Hier müssen wir echt viele... Wow. Da haben wir viel Arbeit fürs nächste Mal. Da haben wir viel Arbeit fürs nächste Mal.